japanische Autos werden auch sehr hart arbeiten. Sauber ist ein großes Thema für beide. Und das ist auch wieder was wir gemeinsam haben. Grünen Mann! Das Schuhe von draußen ausziehen, das haben wir gemein. Mit einem Bier! Hallo Leute, ich bin's Cathy Cat. If you don't speak German, be sure to click on the subtitles so you can see the English subtitles of this video. For everyone else, let's start in German and auf geht's! Dieses Mal reden wir über 8 Sachen, die Deutschland und Japan gemeinsam haben. Heißt Gemeinsamkeiten, die sich Deutsche und Japaner teilen. Nun, lasst uns mal schauen, was das ist. Deutschland und Japan sind beide sehr berühmt für ihre Automarken. Heißt, in Deutschland werden auch sehr oft japanische Autos gefahren und japanische Autos werden auch obviously in Deutschland gefahren. Und der Gedanke ist, dass die Autos wenig verbrauchen, dass sie entweder ein Statussymbol haben. Und ich glaube, Deutschland und Japan, was sie auch gemeinsam teilen, ist der Gedanke, dass die Autos aus Deutschland und Japan sehr sicher sind. Und das ist, glaube ich, eine große Gemeinsamkeit, die wir haben. Und vom Export her, natürlich Deutschland, Autos, Japan, auch Autos, ist eine große Sache für uns. Und das haben wir doch gemeinsam. Deutschland und Japan haben den Ruf, dass sie sehr hardworking sind, heißt die Industrie, aber auch die Leute am Arbeitsplatz arbeiten sehr hart, sehr viel und sind auch sehr effektiv. Ich glaube, wir Deutschen lieben das Wort effektiv auch sehr gerne. Heißt, wir arbeiten auch manchmal ein bisschen über die Zeit hinaus, um vielleicht ein gewisses Projekt zu beenden. Natürlich in Japan ist das nochmal ein Zacken schärfer. Da wird ja wirklich manchmal sehr lange an der Arbeit geblieben. Manchmal auch Überstunden, unbezahlte Überstunden. Aber in Deutschland und Japan eben, was wir teilen oder teilen zu scheinen, ist, dass wir das Image haben, dass wir sehr hart arbeiten. Deutschland und Japan haben den Ruf, dass sie beide sehr reinlich sind. Heißt, saubere Straßen, saubere Geschäfte und die deutschen Hausfrauen, dass sie sehr gut beim Putzen sind und die japanischen Hausfrauen sind auch alle sehr sauber. Und es scheint so die Reinlichkeit, scheint irgendwas zu sein, was wir sehr gemeinsam haben, auch so als Klischee vielleicht schon fast, aber das scheint einer der Gründe zu sein, dass wir auch in dieselbe Schublade gesteckt werden. Sauber! Was mich unglaublich überrascht hat, als ich nach England gegangen bin, war, dass einer meiner Dozenten an der Universität gesagt hat, ihr kommt sowieso alle zu spät, heißt, wir fangen den Unterricht 15 Minuten später an. Und das ist einfach undenklich in Deutschland und auch in Japan, dass man zum Unterricht zu spät kommt. Klar, mal passiert das, aber generell sind Deutsche und Japaner sehr pünktlich. Heißt, wir sind eigentlich schon fast überpünktlich. Ein paar Minuten früher da sein heißt eigentlich rechtzeitig da sein. Genau zum Zeitpunkt da sein, wenn man zum Beispiel sagt, man trifft sich um 12 und man kommt um 12 an, ist schon fast ein bisschen zu spät. Auch in Japan ist das so. Heißt, besonders die Pünktlichkeit ist etwas, das Deutsche und Japaner sehr schätzen. Und wenn man zum Beispiel hier in Japan zu einem Date spät kommt, kann das den ganzen Tag versauen. Heißt, in Japan geht man noch mal einen Schritt weiter und wenn man zu spät dran ist und die andere Person sehr lange hat warten lassen, ist eigentlich eine Geste oder eine Höflichkeitsgeste, dass man der anderen Person vielleicht irgendwas spendiert, um das wieder gut zu machen. Heißt, ich lade dich auf einen Kaffee ein oder ein Eis ein, weil du so lange auf mich gewartet hast. Macht ihr das auch? Lasst es uns wissen. Aber hier, wie gesagt, die Pünktlichkeit ist ein großes Thema für beide. Das Siezen bzw. die Höflichkeitsform im Sprachgebrauch ist auch etwas, das Japan und Deutschland gemeinsam haben. In England ist es einfach alles is you oder es war mal früher anscheinend anders, aber in Japan und in Deutschland haben wir doch 2 verschiedene Typen mindestens von Sprache. Einen für normalen Gebrauch, die wir mit Freunden verwenden und das Siezen, das wir zum Beispiel mit anderen Leuten, ihren Eltern verwenden oder unseren Dozenten in der Uni, die Respektform. Und ich glaube, das in der Sprache zu haben, macht einen großen Unterschied. Besonders im Japanischen, da gibt es gleich mal 2 Höflichkeitsformen, eine normale und eine für ganz besondere Leute. Und es ist auch ganz wichtig, dass man sich merkt, welche Höflichkeitsform man wann verwendet. Und das linkt das Ganze dann wieder oder verbindet das Ganze dann wieder mit gewissen kulturellen Dingen. Und wenn man diese Höflichkeitsform nicht original in der Sprache drin hat von Anfang an,
ist das manchmal ein bisschen schwer zu verstehen, aber ja, macht auch das Lernen der japanischen Sprache ein bisschen schwieriger. Aber ich fand es ganz gut zu wissen, okay, Höflichkeitsform, so haben wir das auch in Deutschland. Und wen immer ich mit Sie ansprechen würde in Deutschland, spreche ich in Japan hier auch mit der Höflichkeitsform an. Und das ist auch wieder was wir gemeinsam haben. Wir warten auf den grünen Mann. Das ist was wir alle gemeinsam haben. Und zwar, der Fußgänger oder die Fußgänger gehen nicht bei Rot über die Ampel generell. Und in England hat mich das sehr überrascht, dass viele einfach Jaywalking trotzdem bei Rot über die Straße gelaufen sind. In Deutschland und in Japan, wenn selbst manchmal niemand um einem rum ist, noch nicht mal Autos, wir halten uns an den grünen Mann. Heißt, wir warten, bis es grün wird. Wir gehen nicht bei Rot über die Fußgängerampel. Das ist so wirklich eine Sache, die anscheinend nicht selbstverständlich ist. Und deswegen sagt man uns dann auch manchmal, dass wir ein bisschen zu einen Stock im Po haben. Wie heißt denn das auf Japanisch? Manjime. Wir sind ein bisschen zu mit den Regeln. Wir halten uns ein bisschen zu sehr an die Regeln. Habe ich jetzt gerade Stock im Po gesagt? Oh nein, das müssen wir rausschneiden, bitte. Na, auf jeden Fall halten wir uns manchmal sehr über die Regeln, auch über die Stränge hinaus an die Regeln, denn das ist nur einfach was wir so machen und das wird so gemacht. Und dementsprechend gehorchen wir dem grünen Mann. Schuhe aus, Hausschuhe an. In vielen deutschen Haushalten trägt man Straßenschuhe eigentlich nicht innerhalb des Hauses. Man zieht die am Anfang am Gang aus und wechselt dann vielleicht in Hausschuhe oder warme Socken. Und so ist das auch in Japan, noch etwas strenger als in Deutschland, aber generell finde ich das sehr angenehm, wenn man nicht mit den Schuhen, mit denen man in allem Möglichen rumgelaufen ist, dann auch noch durch sein Schlafzimmer läuft. Dementsprechend teilen wir das. Und in Japan ist das nochmal einen Zacken schärfer. Da gibt es dann bestimmte Hausschuhe für bestimmte Situationen. Die normalen Hausschuhe, die Gästehausschuhe und dann natürlich noch die Klohausschuhe und die Balkonhausschuhe. Die darf man dann auch nicht verwechseln. Vielen Leuten, die Japan besuchen, passiert das sehr oft, dass sie aus Versehen mit den Toilettenschuhen im Gang rumlaufen. Das ist natürlich dann immer ein bisschen peinlich. Mir ist das auch schon mehrmals passiert. Aber generell, das Hausschuh-Ding oder beziehungsweise das draußen Schuhe ausziehen, das Schuhe von draußen ausziehen, das haben wir gemein. Nun, der Feierabend in Deutschland fängt bei vielen einfach an mit einem Bier. Und so ist das überraschenderweise in Japan auch. Hat mich sehr überrascht. Aber generell, wenn Japaner irgendwie abends ins Restaurant oder in Izakaya gehen, dann wird zuallererst mal ein Bier bestellt. Die ganzen anderen Sachen, Shochu, Reiswein, alles Mögliche, kommt danach. Aber das allererste ist generell ein Bier. Leute, das haben wir gemeinsam. Toll, finde ich das. Natürlich auch alkoholfrei. Gibt's auch in Japan. Prima Sache. Und das sind ein paar von den Sachen, die wir gemeinsam haben. Nun, ich weiß, Deutschland hat einen sehr großen Bierruf, aber Japaner mögen Bier eigentlich auch wirklich gerne. Und was auch interessant ist, Bier ist generell der erste Drink und Biergläser sind allerdings kleiner oft in Japan, dass man dann anderen Leuten nachschenken kann. Das Einschenken für andere Personen ist so eine Sache, die Japaner sehr gerne mögen, während wir dafür stattdessen einen riesen Humpen von Bier haben und dann die ganze Zeit von trinken. Aber da gibt es auch viele Unterschiede. Die werden wir dann mal in einem zukünftigen Video mit euch besprechen, dass ihr auch mal lernt, was so die großen Unterschiede sind zwischen Japan und Deutschland. Ich habe schon mehrere Videos hier gemacht, wo ich Deutschland und Japan vergleiche. Falls euch das interessiert, wir haben noch mehr davon, ist auch eine Playlist, findet euren Weg dort. Und wenn ihr mit unserem Kanal noch nicht so lange zusammen wart, beziehungsweise unseren Kanal noch nicht so lange kennt, wäre schön, wenn ihr diesen Kanal oder meinen persönlichen Kanal mal subscriben würdet, abonnieren würdet. Das ist das Wort. Mein Name ist Cathy Cat und wenn ich jetzt gerade auf Deutsch rede und das etwas komisch klingt, liegt das daran, dass ich generell Interviews mit Japanern hier und auch Leuten aus aller Welt hier in Japan mache. Heißt, ich spreche generell Japanisch und Englisch und mein Deutsch ist schon ein bisschen angerostet, glaube ich. Aber dementsprechend hoffe ich, hat euch das Video trotzdem gefallen und ich sehe mal mehr von euch hier auf dem Ask Japanese Kanal oder meinem persönlichen Kanal, dem Cathy Cat Kanal. Ich hoffe, ihr abonniert und wir sehen uns mal bald wieder. Für was anderes. Für andere Videos. Tschüss.